Hallo und herzlich willkommen, Leute. Wir sind auf der Ham Radio Amateurfunkmesse in Friedrichshafen und ich bin Alexandra DO7YLA und ich befinde mich mit Stefan DK7STJ und Richard DO9RE Guten Tag. am Stand der IBFD. Was ist das genau? Die IBFD ist die Interessengemeinschaft blinder und sehbehinderter Funkamateure Deutschland. Und unsere Aufgabe, unser Ziel, was wir uns gesetzt haben, ist eben Amateurfunk für blinde und sehbehinderte Menschen möglich zu machen, barrierefrei zu machen, uns gegenseitig zu unterstützen, Tipps zu geben, wie Gerätebedienung funktioniert für uns oder wie wir uns in Prüfungsvorbereitung unterstützen können, gerade für die, die eben noch nicht lizenziert sind, Unterlagen bereitzustellen oder eben halt sich generell auszutauschen, was eben unsere speziellen Anforderungen bei diesem Hobby angeht. Und was genau macht ihr jetzt an diesem Stand? Also wie funktioniert das jetzt mit euren Geräten genau? Wie bedient ihr die? Ja, da gibt es natürlich ein paar verschiedene Ansätze. Es gibt zum Beispiel ja diese einfachen Handfunkgeräte, wie der Richard hier eines. Ja, ich kann ja mal eins zeigen. Das hier zum Beispiel ist das Retevis RT3S, Retevis RT3 Sierra. Wichtig dabei ist, es hat eine Custom Firmware, also ein spezielles Betriebssystem, das nennt sich OpenGD77. Und das sorgt unter anderem dafür, dass die Geräte mit uns sprechen. Ich kann das mal demonstrieren, ich mache das ein bisschen lauter, ist ja auch laut hier auf der Messe. Wenn ich jetzt hier einfach auf eine Taste am Gerät drücke, wird mir die Frequenz vorgelesen. Level B, release 439.575 MHz, transmit 431.975 MHz, FM. Also auf 575 ist jetzt zum Beispiel hier der Messerepeater eingestellt. Oder wenn ich in das Menü gehe, wird mir das Menü vorgelesen. Channel Details, RSSI, Firmware Info und so weiter und so fort. Das ist schon mal ein Riesenschritt, dass die Geräte von Haus aus in der Lage sind zu sprechen. Das funktioniert mit der OpenGD77 Firmware auf mehreren Geräten, zum Beispiel neben dem Retevis RT3S, dem Baofeng DM1701 oder dem mittlerweile nicht mehr neu erhältlichen GD77, für das die Firmware mal ursprünglich entwickelt wurde. Ja, das ist die eine Sache. Natürlich gibt es weitere Geräte aus unserem Hobby, die von Haus aus eine Sprachausgabe drin haben. Das Konzept ist gar nicht so neu, das gibt es eigentlich schon seit 30, 35 Jahren. Problem dabei ist, dass diese Sprachausgaben, die ja schon herstellerseitig verbaut sind, nicht alle Funktionen abdecken. Das heißt, sie liest vielleicht die Frequenz vor und die Betriebsart, aber wenn es dann in irgendwelche Detailgeschichten geht, wie irgendwelche Funktionen zur Klangaufbereitung oder ähnliches, dann lässt es die Sprachausgabe einen ganz schnell im Stich. Und man muss halt auch dazu sagen, dass diese Sprachausgaben auch nicht in allen Geräten drin sind. Manche Hersteller tun sich da sehr hervor und machen das in ihre Geräte rein. Andere sind da eher am unteren Ende der Möglichkeiten. Und was noch halt ein sehr großes Hindernis für uns ist, das sind eben die Touchscreens, die immer mehr auf den Markt kommen, auch in Funkgeräten. Ich meine, vom Smartphone her oder so, da kennt man das ja schon seit Jahren, aber auch die modernen Transceiver, die haben halt heute zum Teil, oder je größer die sind, wenn es dann solche richtigen Stationsgeräte sind, haben sie eben alle Touchscreen und die sind eben nicht mit Sprachausgaben versehen, dass die Funktionen angesagt werden. Man kann die einfach nicht bedienen als Blinder und Sehbehinderter. Deswegen haben Stefan und ich, die ja beide einen Computer- und Programmierhintergrund haben, vor etwa 3 Monaten unser Projekt MIDI to HamLab ins Leben gerufen, um hier eine Lösung zu schaffen, eine Vielzahl von Geräten blind bedienen zu können. Soll ich kurz mal ein bisschen was über das Projekt erzählen? Ja, gerne. Ja, MIDI to HamLab beinhaltet eigentlich schon das, was es ist. MIDI zu, also 2 HamLab. Die HamLab ist eine Werkzeugsammlung für Amateurfunkgeräte, die eigentlich aus dem Linux-Umfeld stammt.
viele Amateurfunkgeräte verfügen über eine sogenannte CAT-Schnittstelle. Das ist ein spezieller Anschluss, mit dem man Daten zwischen Funkgerät und einem angeschlossenen Computer übertragen kann. Das ist sehr schön, weil der Computer spricht ja schon seit 4 Jahrzehnten mit uns Blinden und hochgradig Sehbehinderten. Man hat ja auch Sprachausgabe auf dem Computer, ihr kennt das vielleicht. Eure Handys sprechen ja auch mit euch, wenn ihr sagt, hey Siri, stelle einen Timer auf 5 Minuten, bis der Kaffee fertig ist. Dann sagt Siri ja auch, ja, ich habe einen Timer auf 5 Minuten gestellt. So könnt ihr euch diese Sprachausgaben vorstellen. Und dementsprechend haben wir eben diese CAT-Schnittstelle als Datenübertragungsmöglichkeit zwischen Funkgerät und Computer. Jetzt gibt es die Hamlib, die genau diese Schnittstelle nutzt, um zum Beispiel die Frequenz einzustellen oder die Betriebsart oder einen Filter oder was auch immer. Das kann man über die Kommandozeile tun, wenn man das halt kann. Das sage ich jetzt mal so in meinem jugendlichen Leichtsinn. Es gibt aber auch Menschen, die das nicht können. Zum Beispiel spät erblindete Menschen, ältere Menschen, die eben nicht so diese Computererfahrung haben. Und da haben wir uns überlegt, wir müssen diesen Menschen auch eine, ich sage immer, niederschwellige Möglichkeit bieten, unsere Geräte im Hobby bedienen zu können. Möglichst ohne, dass man damit großartig mit Computerkenntnissen aufwarten muss. Die niederschwelligste Art, die uns dazu eingefallen ist, ist in Anlehnung an das Bedienen einer Telefontastatur. Telefonnummer wählen können eigentlich die meisten Menschen. Also haben wir gesagt, wir nehmen einen Zahlenblock. Ich halte den mal hier hoch, wenn das Kabel lang genug ist. Komm mal her, du Kabel. Also das ist einfach so ein kleiner USB-Zahlenblock, so eine 10er-Tastatur, wie man sie auch vom Telefon oder von der Computertastatur kennt. Und damit können wir jetzt ein sprachgestütztes Menü steuern, so ein bisschen wie am Telefon. Drücken Sie die 1 für die Frequenzeingabe, drücken Sie die 2 für die Betriebsart, drücken Sie die 3 für den S-Wert abzufragen. Möglichst niederschwellig, möglichst einfach und sprachunterstützt. Das ist die grundlegende Funktionsweise. Warum MIDI? MIDI ist ein Standard, der aus der Musikindustrie kommt, künstliche Musikinstrumente zu steuern, wie zum Beispiel E-Pianos oder Synthesizer aus der elektronischen Musik. MIDI kann aber auch noch andere Dinge. MIDI kann zum Beispiel auch Lichttechnik steuern oder irgendwelche Automationsabläufe. Und wir haben uns diese Technik, die ja mittlerweile sehr erschwinglich und im unteren Marktsegment consumermäßig erhältlich ist, angekommen ist, haben wir uns zunutze gemacht. Da gibt es wo ich meine Hand gerade drauf habe, zum Beispiel diese schönen Mischpulte oder DJ-Controller und man könnte auch ein elektronisches Klavier anschließen. Hauptsache, man hat Tasten und Drehregler und Schieberegler und damit holen wir uns genau das zurück, was der Stefan eben gesagt hat. Viele Amateurfunkgeräte haben mittlerweile Berührungsbildschirme, also Touch-Displays. Und die können wir ja erstmal nicht bedienen, wenn die Zugangsvoraussetzungen nicht geschaffen sind. Dadurch, dass wir jetzt aber die Funktionen dieser Hamlib auf diese physikalischen Bedienelemente legen können, können wir sagen, wir können wieder einen Drehregler benutzen, um die Frequenz einzustellen. Wir können wieder einen Schieberegler benutzen, um einen Filter einzustellen. Ich kann das hier mal demonstrieren hier, wenn ihr mal herkommt. Ich weiß nicht, ich glaube, ich stehe hier formatfüllend vor dem Bildschirm. Nein, alles. Geht so, kommt so an mir vorbei. Ja. Wenn ich drücken wir zum Beispiel mal die 1, um ins Menü zu kommen, wo ich die Frequenz einstellen kann. Tuning menu 1. Get frequency 2. Set frequency. 1 Get Frequency, 2 Set Frequency und welche Frequenz ist gerade eingestellt? Ich drücke gerade mal die 1. 1. Space. 145 MHz. 145 MHz ist jetzt eingestellt. Ich drücke mal die 2, um sie zu ändern. 2. 2. Frequency question code. Dann machen wir mal 144. 144. 144 MHz. Das ist also eine sehr einfache Art, es zu bedienen. Ich könnte auch die Frequenz hier mit dem MIDI-Controller abfragen. And now 144 MHz. Was hier zum Beispiel was hier öfters mal zuckt, ich weiß nicht, ob ihr das auf dem Film schon gesehen habt, dieser Schieberegler, da ist ein kleiner Schrittmotor drunter. Das ist ein sogenannter Motorfader. Das heißt, wenn sich was in der Software verändert, verändert sich auch die Position von dem Schieberegler. Zack, da geht er wieder runter. Zack, da geht er wieder hoch. Das ist zum Beispiel eine Art
das S-Meter ganz schnell darzustellen, also die Signalstärke. Ich bin in einem Gespräch mit einem Funkfreund, mit einer Funkfreundin und ich möchte einfach mal wissen, wie stark kommt in diese Station rein. Klar, ich kann irgendwo auf den Knopf drücken, dann erzählt mir die Sprachausgabe vielleicht den Wert, quatscht mich voll, dann habe ich aber schon wieder längst vergessen, was mir mein Funkpartner, meine Funkpartnerin sagen wollte. Wir haben gesagt, wir wollen einen zusätzlichen Kanal schaffen, also eben wieder den Tastkanal. Also fassen wir hier hin, irgendwo in der Mitte, eher im oberen Segment, S7 wirst du haben, okay, kann ich dir rapportieren. Das wird schon ganz schön lange, habe ich das Gefühl. Auf eine Sache möchte ich noch kurz eingehen. Dadurch, dass das Projekt modular aufgebaut ist und auf dem Raspberry Pi fußt, können wir so viele optionale Komponenten dran anschließen, wie zum Beispiel diesen großen Bildschirm. Das ist einfach ein Fernseher. Das ist einfach ein günstiger Fernseher, der mal bei einer Amazon Sale Aktion geschossen wurde, wo wir die Bildschirmauflösung runtergedreht haben. Der interpoliert ja, zeigt also auch die entsprechenden Schriftarten mit Kantenglättung an. Und können wir die Schrift von diesem Menü, das also wirklich verzerrungsfrei, störungsfrei angezeigt wird, weil wir keine sonstigen Betriebssystemelemente haben, keine Meldungen, die irgendwo aufpoppen, keine, Sie haben die Maus bewegt, wollen Sie den Computer neu starten, Meldungen. Und dementsprechend nehmen wir auch die stark sehbehinderten Leute mit ins Boot, um da auch Menschen, die eben unter starkem Sehverlust leiden, reinzuholen. Wir haben hier eine optionale Preilausgabe. Ich kann also auch den Text des Bildschirms mit den Fingern lesen, wenn ich das möchte. Also eine, wie wir finden, sehr inklusive Lösung, die wir da mit MIDI-to-Hemlib geschaffen haben. Ja, und wenn ich eben halt portabel unterwegs bin, ich mache viel Betrieb draußen, irgendwie von der Parkbank aus oder sonst aus der Natur, dann lasse ich halt meinen großen MIDI-Controller zu Hause, nehme nur den Ziffernblock mit und einen kleinen Lautsprecher und Raspberry Pi und bin fertig. Und wenn ich daheim im Scheck die super tolle Ausrüstung möchte, die mir alle Möglichkeiten bietet, dann mache ich hier das in der Vollversion hier alles auf meinen Schreibtisch. Und ja, da ist für jeden was dabei. Und dadurch, dass wir die Hemlib benutzen, nochmal, wir können nicht nur ein bestimmtes Gerät von einem Hersteller ansprechen, sondern im Prinzip Hunderte. Ja, also ich weiß gar nicht, welche wir alle können. Ich habe sie gar nicht alle gezählt. Die riesen Palette an Herstellern und Gerätekategorien. Ja, auch nicht nur nicht nur Transceiver, sondern auch zum Beispiel Antennenrotoren oder Verstärker. Also das ist sehr, sehr breit aufgestellt. Ja, wobei man fairerweise sagen muss, die Antennenrotoren und Verstärker, die können wir noch nicht wirklich, weil da haben wir noch kein Menüsystem dafür programmiert. Aber ja, wie gesagt, seit 3 Monaten sind wir dran. Wir möchten ja auch noch was für die kalten Winterabende dieses Jahr lassen. Dann wollte ich euch für das tolle Interview danken und dann sehen wir uns nachher noch auf der Hem, ganz sicher. Und dann, Leute, danke fürs Zusehen und ich hoffe, ihr lasst ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Video. Bye, bye!